Japão berührt. Wir wurden heute Nacht komplett eingeschneit und jetzt geht es zum ersten Mal in den Japão. Hier seht ihr, wo wir geschlafen haben. Genau dort oben war unser Zimmer und aus dem Zimmer raus war auch gar nichts mehr zu sehen, außer ein riesen Haufen Schnee. Unser Auto wurde gerade netterweise freigeräumt. Super nette Menschen hier oben, auch wenn der Ort ein bisschen eingeschlafen wirkt. Insbesondere jetzt mit dem Schneefall. Da unten kommen ein paar Skifahrer an, aber es ist einfach nicht viel los, was natürlich für unseren Tag genau richtig ist. Wo wir hier genau sind, das verraten wir euch auch noch. Aber wir gehen jetzt mal hin und besorgen uns eine Liftkarte. Und jetzt warten wir alle auf die Liftöffnung. Um 9 Uhr geht es hier los. Ihr seht schon, wir sind ungefähr Platz 15 in der Warteschlange. Das geht hier gewohnt japanisch strukturiert voran. Und das Interessante ist, dass wir hier über das älteste Skigebiet Japans reden, was schon über 100 Jahre betrieben wird und seit über 40 Jahren bei einer Familie liegt. Und diese Familie betreibt das Ganze hier mit einem Skipasspreis bei den 2 Liften von ungefähr 26 € pro Tag. Also ein Traum, und da sind wir hier im Powder Heaven. Hier fallen 15 Meter Schnee im Jahr. Warum das so ist, kommen wir in diesem Video auch noch. Jetzt aber erstmal Ticket kaufen und dann rein in diesen Schnee. Ich bin extrem gespannt. Hi, hi. So sehen die Lift-Tickets hier aus. Keine Keycard, sondern einfach nur eine kleine Pappkarte mit dem 14.01., an dem wir hier sind. Und wir haben direkt auch einen Lunchgutschein, also für Mittagessen mit dabei. Das heißt, wir werden gleich auch hier in der kleinen Hütte einkehren. Jetzt erstmal hoch. Konnichiwa. 2 people? Thank you. Arigato. Konnichiwa. Hello. Thank you. Arigato. Das ist einfach unglaublich. Das ist eine andere Welt. Das ist echt unglaublich. Das ist eine andere Welt. Wie nett die sind, die Menschen. Wie entspannt. Diese Familie. Sie steht da im Pelzmantel, hier dieses Pappticket, machen uns hier den Sessel sauber. Natürlich gibt es hier keinen Sicherheitsmechanismus, man sitzt einfach drauf. Das ist so eine entspannte Atmosphäre. Oh mein Gott, wenn Powdern immer so wäre, ne? Ja. Sonst, wenn du in Österreich bist, diese riesen Lifte und dann ist das ein Stress. Boah, so ein Kampf immer. Ein Und hier war es Kampf. jetzt echt so entspannt. Du hast dich Ja. angestellt, hast das Ticket geholt. Keiner drängelt, keiner schubst. Klar, es sind noch weniger Leute. Genau. Das macht es halt auch sehr Genau. viel entspannter. Und jetzt mal schauen, was passiert, ob das jetzt noch viel mehr Menschen werden, weil es sieht mir eigentlich so aus, als wären hier so ein paar Powder-Liebhaber, die Ja. jetzt heute Morgen den Weg hier hochgefunden haben. Aber ich glaube nicht, dass es sich jetzt noch so sehr füllt, weil es sind ja auch keine präparierten Pisten. Also alle diejenigen unter euch, die sich hier auf präparierte Pisten in dem Gebiet freuen, natürlich nicht. Das hier ist einfach nur Powder und das sieht dann so aus. Schaut es euch an. Das hier ist die schönste Liftfahrt, die ich je hatte. Dieser Zweiersessellift fährt hier so langsam durch diese Landschaft. Überall Schnee. Hinter uns ganz ruhig und vor uns der Ausstieg. Oh mein Gott. Let's go. Okay. Have a great day, guys. Ein Traum. Das ist der perfekte Schnee. Es ist so fluffig, so weich gefallen. Und ja, bis zu den Knien geht's. Ich glaube, es kann noch viel tiefer werden, aber der erste Eindruck vom Japão hier gerade ist einfach unglaublich. Und bevor alles ausgefahren ist, ziehen wir weiter durch. Mal reinschießen und gucken. Ganz ehrlich,
Am besten könnte jeder einzelne Tag in meinem Leben genauso starten wie heute Morgen. Das war ein absoluter Traum. Ihr habt es gesehen, wir sind jetzt mehrere Abfahrten gefahren. Jetzt wird es hier noch mal ein bisschen ruhiger. Die Schlange am Lift ist schon unterwegs, irgendwo in diesem kleinen Skigebiet. Und wo sind wir überhaupt? Wir sind auf der Hauptinsel Japans, auf Honshu und dabei an der Westküste in der Miyako-Region. Jetzt kommt hier eine Durchsage. Diese Glockenspiele hier sind auch besonders. Haben wir auch am Mount Fuji eins gehört. Und genauer gesagt in der Region Miyako. Und da gibt es verschiedene Skigebiete. Eines davon ist dieses besondere kleine hier mit seinen 2 Liften, Seki Onsen. Seit über 100 Jahren im Betrieb, seit 40 Jahren familiengeführt. Wenn ihr hier aber hinkommt, dann erwartet in dem Ort auf keinen Fall touristische Einrichtungen, viele Hotels, viele Restaurants. Nein, hier oben gibt es wirklich nicht viel. Das ist ein absolut kleines Skidorf, wo eben wenig los ist. Es gibt aber auch ein Skigebiet in der Nähe, und zwar Akakura, wo dann wieder eine richtige Fußgängerzone mit verschiedenen Restaurants, Ramen, aber auch Pizza zu finden ist und ein größeres Gebiet, in dem wir gestern unterwegs waren, und dabei seht ihr jetzt gerade ein paar Aufnahmen von verschiedenen Pisten, aber auch Treeruns, die ihr dort fahren könnt. Ein bisschen mehr Ruhe bietet sich hier im Gebiet und besonders ruhig ist es dann im Einersessellift, der hoffentlich gleich noch öffnet. Wir warten drauf, dann gibt es noch mal ein paar richtig schöne Abfahrten. Was zu essen werden wir hier noch finden und am Ende klären wir natürlich, warum hier eigentlich genau an diesem Ort bis zu 15 Meter Schnee im Jahr fallen. Oh ja! Das war jetzt nochmal ein absoluter Traum. Wir waren allein in diesem breiten Feld und sind jetzt in den Wald abgebogen. Ihr seht, es schneit immer noch leicht. Und wenn man hier hochschaut in die eingeschneiten Bäume und dann diese Ruhe mal kurz genießt, so sollte ein Tiefschneetag aussehen. Und an der Stelle zählt natürlich auch gutes Equipment, passendes Equipment, damit ihr hier im Tiefschnee sowohl sicher als auch schön wasserdicht warm unterwegs seid. Auf der einen Seite ein breiter Ski, der euch schön hochtreibt, Sicherheitssysteme, in dem Fall eingeschaltetes LVS, Schaufel und Sonde im Rucksack, gute Sicht durch Brille, Schutz durch den Helm und ein wasserdichter Anzug, in Verbindung mit warmen Händen, die auch trocken sind. In dem Fall setze ich auf einen Peak Performance Vertical Anzug mit der Gore-Tex Pro Membran und bei den Händen auf Hestra Handschuhe, die ich ja schon seit Jahren auf meinem Kanal nutze. Ihr kennt es seit Beginn, ein sehr ähnlicher Handschuh, der blau-weiße, den ich durchgenutzt habe. Dann auf der Piste der Volllederhandschuh Fallline, nachdem schon viele von euch gefragt haben. Und hier in Japan jetzt der Hestra Army Leather in Verbindung mit Gore-Tex, weil ich hier keine Kompromisse eingehen wollte. Es schneit dauerhaft, das heißt, ich möchte volle Wasserdichtigkeit durch die Gore-Tex-Membran, Atmungsaktivität, aber auch Winddichtigkeit. Und Hestra ist dabei eine absolute Traditionsmarke in der Produktion solcher Skihandschuhe. Für mich gibt es keine andere Handschuhmarke, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es gibt diesen Handschuh in 3 verschiedenen Modellen. Einmal als 5-Finger, als Lobster, das ist eine 3-Finger-Variante, oder als Fäustling. Ich habe euch alle mal unten in die Beschreibung gepackt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jetzt geht es für uns hier weiter durch den Wald. Yes! Alright, Linus. Einstieg. Thank you. Yeah! Und jetzt hat auch noch der Lift aufgemacht. Ein Einer-Sessel-Lift, richtiges Unikat. Wir sind Platz 2 und 3 hier im Lift. Das heißt, jetzt kommen noch mal ein paar frische Lines, die wir hier in den Tiefschnee ziehen. Die Sonne kommt auch raus. Auf geht's. Was für ein Tag. Thank you.
Schaut euch das an. Dieser Schnee hier, so weich gefallen. Alle haben Riesenspaß. Dieser Einersessellift. Ich könnte heulen. Japão berührt. Das sieht doch gut aus. Futter fassen. Gute Stärkung hier in der kleinen Hütte, total urig, richtig warm. Und jetzt geht's für uns weiter zum Skifahren. Hier hängen aber auch ein paar alte, antike Poster, zum Beispiel aus der Schweiz, aus Norwegen. Hier auch noch ein altes Trikot, ein Olympiatrikot 1966. Pyrenäen, Schweizer Unterwasserrennen, also richtig viel Skigeschichte. Das ist schon echt sehr, sehr schön. Und sie ist auch brutal nett. Und die ganze Familie. Arigato gozaimasu. See you again. It was very nice. Goodbye. Und jetzt geht's weiter zum Skifahren. Es schneit immer noch. Das heißt, vielleicht ist auch schon wieder das erste eingeschneit und wir können wieder im frischen Schnee fahren. Und dann ziehen wir mal das Fazit rund um den besonderen Schnee. Ab jetzt. Hallo! Verrückt! Verrückt, verrückt! Okay, dann schauen wir. Und hoch! Zeki Onsen, Deep Powder. Oh, it is Deep Powder. Winterwunderland. Es ist das Ende des Tages und dieser besondere Skilift hat geschlossen. Es schneit immer noch. Lasst uns über Japão reden. Ist es jetzt wirklich der beste Schnee der Welt? Der Grund für diesen Schnee hier liegt nicht in Japan, sondern er liegt in Sibirien. Tausende Kilometer entfernt entsteht diese kalte Luftmasse, die dann trocken über das Meer kommt, dort die Feuchtigkeit aufnimmt und sich dann hier in den japanischen Alpen, genauer gesagt an der Westküste, entlädt. Und die Region, in der wir gerade sind, ist eine der schneereichsten Regionen der Welt mit bis zu 15 Metern oder sogar mehr Neuschnee pro Jahr. Und dieser Schnee ist insofern besonders, als dass er konstant fällt, über Tage hinweg. Ihr seht es ja auch gerade, ganz leicht gefallener Schnee, der pulverig hier auf die anderen Schneemassen trifft und dann ergibt sich ein Tiefschneetag wie der heutige. Und eben nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen sind wieder solche Tage gemeldet. Und das macht Japan zu einem ganz besonderen Wintersportland, denn wenn wir den Schnee vergleichen, der hier heute war, dann ist es mit Sicherheit einer der besten Tiefschneetage meines Lebens gewesen. Aber diesen Schnee habe ich auch schon mal in den Alpen gehabt. Ich habe ihn auch schon mal in Nordamerika, in Aspen, falls ihr euch erinnern könnt. Da haben wir auch so einen Tiefschneetag gehabt und es war auch fabelhafter Tiefschnee. Doch was in Japan besonders ist,
die Dichte der Tage, an denen ihr solch einen Schnee bekommt, ist viel, viel höher als zum Beispiel in den Alpen. Und ich glaube, deswegen kann man sagen, der Gipau ist besonderer Schnee, weil man ihn einfach häufiger erfahren kann. Ich hoffe, euch hat das Video hier aus Seki Onsen gefallen. Ein nächstes ist hier verlinkt. Denkt an Hestra und Gore-Tex. Hier habe ich gerade den Lobster-Handschuh mal nach der Pause getragen. Auch eine sehr gute Variante mit den 3 Fingern. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gute Skisaison und tschüss.